Have fun and easy. So, guten Morgen Leute. Das Turnier geht endlich mal los. Erster Tag. Wir fahren raus zusammen mit Fred. Hey man. Partner, the day has arrived. Yes, we're gonna have fun. We're gonna have fun. We're gonna enjoy it. And we're gonna catch some good fish. The weather ist viel besser. Also es ist deutlich kühler heute. Ich habe eine Jacke an für die Fahrt. Es ist total bedeckt. Gestern war es über 35 Grad. Heute ist es, glaube ich, nur 21. Also es ist richtig krass mit 14 Grad Unterschied. Ich glaube, das ist tatsächlich gut, weil schlechter könnte es nicht werden mit der Hitze. Und ja, wir sind ein bisschen nervös natürlich. Es ist kurz vor dem Start. Man wartet sehr lange auf so ein Turnier. Man bereitet sich lange vor, macht sich 1000 Gedanken. Wir waren wieder gestern sehr spät wach tatsächlich. Wieder durch den Avionics geschaut. Aber jetzt ist der Tag da. Es sind sehr viele geile Boote hier alle am Start. Und alle am Ende sind ein bisschen nervös. Jeder will, dass das Ding jetzt losgeht und jeder ist gespannt, ob die Stellen funktionieren, die man sich vorgenommen hat, vorbereitet hat. Und jetzt liegt es auch ein bisschen in den Händen vom Petrus, wie man sagt. Man braucht ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte. Wir werden versuchen, alles festzuhalten hier an Kamera. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese gewisse Glück auch finden und haben während des Turniers. Let's go and catch some fish. That's it. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money. So, wir sind am ersten Spot angekommen. War gleich ein anderes Boot da, direkt eigentlich an dem Spot, wo wir hin wollten, aber es ist ein sehr großes Plateau, also wir sind eigentlich nur 100 Meter, haben uns 100 Meter daneben gestellt, das Plateau jetzt hochfischen. Neben dem Boot kam noch ein drittes Boot, mit dem wir trainiert haben, und wir haben gleich gesehen, die haben sofort auch einen Fisch gefangen, sofort als sie am Spot angekommen sind. Also Fische sind da, das ist ein riesiger Plateau und man muss jetzt die Fische suchen. Wir fischen die verschiedenen Wege hier. Ich habe jetzt gerade ein Spinnerbait drauf. Fred fischt mit einem Crankbait. Wir driften ganz langsam erstmal gegen die Strömung. Also wir fahren mit dem E-Motor ganz langsam. Und wir werden vielleicht nochmal 100 Meter weiter hochfahren und dann werden wir mit der Wind wieder runterfahren. Wir werden einfach ganz lange Drifts machen über den Plateau. So, ich mache ganz schnell ein neues Vorfach drauf. Mein letzter war ich nicht damit zufrieden. Da waren ein paar Strände, die ab waren auf dem Titan. Und das heißt, der Titan ist etwas schwächer geworden. Und man kann kein Risiko einnehmen, wenn man einen Biss bekommt. Da möchte man schon, dass es auf jeden Fall, wenn nicht, dass der Titan kaputt geht. Wäre sehr blöd. Und deswegen ist es ärgerlich, aber ich opfer 5 Minuten oder 3. Um ganz schnell mal das neue Titan aufzutun. Come on, baby, let's get a hit. One little hit.
fish. I'm with you. Ja, Leute, geil. Erster Barsch. Richtig geil, Leute. Erster Fisch. Und hoffentlich kann es so weitergehen. Bye bye, Baby. Ja, Freddy Boy. Nice, man. Let's keep going. Good job. Das ist natürlich ein gutes Gefühl. Bestätigter Spot. Bisschen über knapp eine Stunde ist vorbei. Heißt, wir angeln seit ein bisschen mehr als eine halbe Stunde jetzt. Hat 25 Minuten gedauert, hier hinzufahren. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo es extrem viel Kraut gibt. Und das ist eigentlich ganz gut. Wir suchen eine Weed-Stelle. Und hier ist eine schöne Weed-Stelle. Ein Traumstart für Team LMAB Ganki. Mit diesem Barsch ist der erste von 7 Wertungsfischen für Tag 1 gefangen. 38 cm bringen 38 Punkte und aktuell Platz 9. Come on, Partner! Hä? Sander, ja, Mann. Richtig nice Sander. Oder nicht, aber auf jeden Fall ein Sander. Jetzt mache ich den neuen Sticker auf. Das darf man nicht vergessen, das zu machen. Jetzt kommt der neue Code drauf. That's the bait mit Uklei. Okay. ...65er Zander, echt ziemlich geil. Und er darf wieder schwimmen natürlich. Richtig nice. Geil. Weiter geht's. Yes, Partner. Let's keep it going. Rock. Let's keep it going. Hat mein Köder gefolgt und ich habe es kurz gestoppt, direkt beim Boot. Und ich habe gesehen, wie der Teddy raufgegangen ist. Also ich habe ihn gesehen, wie er hinterher schwamm, so von 3 Meter hinter dem Boot her. Und dann habe ich kurz gestoppt und bam, raufgegangen. Und richtig gut gehakt. Wie ist es mit dem Adrenalin gerade? Das ist krass, Mann. Ich bin richtig am Shaking. Das ist wirklich krass. Also diese Turnierangel muss man echt sagen, das ist schon eine ganz andere Sache. Ein riesen Adrenalin, also ein riesen Druck auch. Und ja, schon krass. Und dann vor allen Dingen, wenn man endlich... Oh, jetzt! Fisch! Pike! Small pike! Yes, baby! Yes, baby! Yes, yes, yes! Fuck it! Das ist geil, Mann! This man is unbeatable. I just drive you to the fish, you catch them. We do that the whole day. Fuck, I love it! Okay. Yes! Fangmaschine, Junge. So, we need a new sticker. This guy fish alone and bring 2 photographers, one for the fish to register and the other one for the channel. So, ist kein Riese, aber er hat Maß auf jeden Fall. Können wir gleich das nächste Foto gemacht werden. Richtig geil, richtig geil. Ah, er hat gut Maß. Ist auch 65. Yes. Got it? So now look like this plateau with patch of grass is quite active. We get 3 fish until now, and some boats around get also a few fish. So the activity is there, the fish are there. So now we split the technique. He's fishing, keep fishing with the chatterbait. I keep fishing with chatterbait too, but I increase the size of my chatterbait to hopefully, because we saw some nice spike, and we know that there's big zander as well, and big zander want
won't let go this type of bait, big bait. Also gerade als Fred gesprochen hat, da sind wir durch ein richtig fettes Krautfeld hier gedriftet und wir haben ein Hecht erschreckt. Das Ding ist rausgesprungen, ein richtig großer Hecht. Und kurz davor habe ich einen riesen Hecht dran gehabt, direkt am Boot wieder. Und sofort wieder abgekommen, aber wir haben den Hecht gesehen, er hat bestimmt 80 gehabt. Ja, war sofort nach der dritten Fisch, es ist sofort wieder passiert. Aber es sind auf jeden Fall Fische in der Gegend, das ist wirklich extrem gut zu wissen. Daniel scheint echt das Richtige gefrühstückt zu haben. Er macht mit Zander und Hecht das Triple voll und katapultiert das Team auf den 3. Platz. Fucking Zander! Oh, fucking Zander! He came to the boat again! Oh, can't believe it! Truman, I can't believe it! I got a Zander visiting the bait just like this, looking at it. Jesus. Wow, fish! Partner, I love it. Yes! Yes, partner. I saw it was like a silver arrow. It took 2 meters behind. Boom! Jungs, Mädels, es läuft echt gut, Mann. Es ist echt krass. It's going quite nicely. So, wir brauchen nur eine noch, Mann. 1 Zander und 2 Barsche. Look at this. Big bait. That was a good one. Brilliant. Good strike. Nice, Love it. Fred. I love it. Let's carry on. Yup. Yes, Mann. Yes! Leute, das ist unglaublich. Also, nicht unglaublich, aber schon geil, dass der Plan funktioniert. So gut. Sind jetzt schon der nächste Fisch. Also jetzt brauchen wir 1 Zander noch und 2 Barsche. Nun ist auch Fred auf dem Scoreboard. Keine 2 Stunden sind geangelt und schon sind 4 von 7 Fischen abgehakt. Können die beiden dieses Tempo halten? Yes. Fish. I go over the grass. I go over the grass. Ah, small pike, small pike. It's okay. No panic. Ja, small pike. Ah. So, kleiner Hecht. Leider der hilft nicht. Kommt wieder zurück. Ganz schnell. Schon so, dass dieser Wetterumschwung war schon für die Gute, glaube ich. Wie wir gehofft haben. Und das sieht gut aus. Man muss immer den Vorfischer nochmal kontrollieren. Und hoffentlich jetzt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zander und 2 Barsche und eigentlich noch ein größerer Hecht. Schade, dass sich mein einer verloren hat. Wirklich am Boot. Echt ein großer Hecht. Aber egal. Und doch soll auf jeden Fall lieber froh sein mit das, was man hat, glaube ich. Weiter geht's. Diese Chatterbait scheint extrem gut zu funktionieren. Ich habe einfach den Ucklei auf dem Chatterbait hier montiert, in Electric Chicken, und scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Small Zander. Come on. There we go. Yeah. Yes, man. Just changed, gerade gewechselt auf den Jig Spinner und sofort ins Hetty raufgegangen. Now we need some perch. So Leute, damit haben wir den Zander voll und jetzt brauchen wir 2 Perch auf jeden Fall. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Freue mich riesig. Partner, it's going nicely. Yep. Die Frequenz hat nun deutlich nachgelassen, doch bei den meisten anderen Teams passiert aktuell auch nicht viel. Fred und Daniel verlieren einige Plätze, kämpfen sich mit dem 3. Zander aber zurück auf Platz 9. Wir haben genau 12:19 Uhr
und haben jetzt Zander voll, Hecht voll, wir brauchen nur eine. Ja, der Marshallboot fährt jetzt hier rum. Ist die Frage, ob wir die eigentlich zu uns rufen sollen, weil unsere App funktioniert nicht richtig. Natürlich ein bisschen Befürchtung ist, dass diese Bereiche ein bisschen stören und deswegen würden wir die lieber anrufen. Ich glaube, es ist besser. Since our goal is really to get a full house during the 3 days and never fail, we really need to focus now on perch, and we don't think it's much activity on perch there, so we're gonna change a little bit from spots. We're gonna go not too far away, but here it was a flat area with grass basically, and we fish with between the grass. Now we're gonna fish a stretch with more rocky points and grass also on the stretch, but immediately some deep water. So hopefully we change a little bit the type of spot, and we found some more activity on the perch. I don't know. What do you think? No. No? No. We can check, but I don't think so. We check fast. Yes! That helps. That helps. Ticket? A ticket, please. Yes! Nice, Fred. Every centimeter will help in the end. I need to help you. Every centimeter helps in the end. Nice, Partner. Yes! Der Hecht ist zwar eine Verbesserung um 5 cm, doch einige andere Teams fangen in der Zwischenzeit ein paar mehr Fische. Daniel und Fred fallen auf Platz 12 zurück. Oh, you saw it? That was a 50. She was like pop, 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 pop behind. Fuck it. Oh no. Fish. Ah, fuck, small pike. Kleine Hecht, nicht was wir jetzt brauchen, weiter geht's. Ist jetzt sehr spannend, Leute, also wir haben echt gut angefangen, aber leider ist echt nachgelassen. Wir haben den Spot jetzt zweimal gewechselt. Der letzte Spot habe ich einen Biss gehabt und der Fisch einfach nicht gelandet, weiß nicht was es war. Und jetzt ist ein großer Barsch hinter Freds Köder gekommen. Fred hat den Barsch gesehen, aber es hat nicht zugeschnappt. Ja, und jetzt diese kleine Hecht wieder. Ich glaube, das ist mein 7. Fisch oder 8. Fisch heute. Aber nicht die jetzt zählen. Wir brauchen jetzt einfach einen geilen Barsch. Besten V2. Scheiße Leute, es gibt weniger als eine Stunde noch zur Angel. Wir sind auf eine neue Stelle gefahren. Wieder ein großer Barsch hinterher gegangen auf Freds Köder. Leider nicht aufgegangen. Echt ärgerlich. Also wir rutschen natürlich immer weiter runter von der Leaderboard. Hab gut gestartet, aber es war klar, wir brauchen natürlich, um wirklich gut dabei zu sein, müssen wir erst jetzt liefern. Und wir brauchen jetzt einen Barsch, das ist einfach so. Oder ein ganz großer Hecht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist direkt hinter meinem Köder ein Barsch hinterher gekommen. Das ist echt relativ true. Trotzdem habe ich ihn gesehen. Also es war direkt bei dem Boot. Fuck. Unglaublich. Also es gibt Barsche hier, immerhin. Und keiner hat gebissen. Also wenn wir die irgendwie zum Beißen bringen.
Fish. I think this one's a pike. Noch ein Pike, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich habe gerade einen Perch verloren. Das gibt's doch nicht. Welche gesehen, in eine verloren und jetzt ein kleiner Fisch, ein kleiner Pike. Richtig beschissen jetzt gerade. Brauchen einfach noch ein Perch. Echt ärgerlich. Also Leute, 10 Minuten noch, genau 10 Minuten. Ich werde tatsächlich jetzt auch einen Biss gehabt. Wird man nie wissen, was es war ein kurzer Biss. Ja, ihr habt gesehen, also ich habe bis jetzt viele Fische gefangen heute. Aber am Ende wird abgerechnet, wie die Regel besteht. Und dafür brauchen wir noch 2 Barsche letztendlich. Und die fehlen uns. Die werden wir wahrscheinlich nicht in den letzten 10 Minuten fangen. Nice, Fraser, nice. Come, we have to be quick. Nice one, nice one. Hold the net. Yep. So Leute, was für ein Ending zu dem Tag. Ein 81er. Mann, das Ding hat ein bisschen was gelitten. Yeah. Siehst du das? Wahnsinn. Fred, richtig geil. Leider haben wir echt unsere 2 Barsche nicht gekriegt. We didn't manage to perch. That's gonna kill us a bit today. Let's release it. Let's release it. Bye bye, man. Nice. Nice. Fred, what do you think from today, Al Facet? We fail in filling up every quota, but what do you think? It was fun. We saw the perch. They didn't come all the way to grab the bait. We lost a few fish, but that's a game. We lost. And you know, one last fish in the last minute, that's always exciting and always nice. Fun. I mean, it's for sure. That was a good day anyway. For sure. We're gonna, and it's we're not out days, of it. You know? We're not out of it. There's 3 days. With 3 days, falls wir, sage ich mal, ganz weit oben sind, die nächsten 2 Tage, dann haben wir auf jeden Fall noch eine Chance. Wir sind nicht out of it. We're not out of it yet. No. Ich glaube, wir werden irgendwo in der Mitte sein. Und es ist bei diesem Format, da hat man natürlich noch die Chance, man muss da ganz gut performen in den nächsten 2 Tagen, aber ja, wir müssen einfach morgen und übermorgen die Karten voll machen. Tomorrow and the day after we have to get our card full. Yeah. That's the mission. Immerhin, quasi mit dem Schlusspfiff fängt Fred einen 81er Hecht und bringt das Team doch noch in die Top 20, aus der sie nach einem 10 Nachmittag vorübergehend herausgefallen waren. So Leute, wir stehen jetzt wieder auf dem Boot. Es ist jetzt 2. Tag in der Früh. Gestern Abend waren wir ziemlich fertig. Es war ein sehr langer Tag, sehr intensiv. Leider sind die 2 Barsche am Ende nicht gekommen, aber wir sind noch im 18. Platz. Das ist nicht so schlecht. Heute wollen wir natürlich angreifen und weiter vorankommen. Wie es weitergeht heute, wir sind quasi jetzt kurz vor dem Start. Gleich geht's los. Und wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also sei auf jeden Fall dabei. Schau, dass ihr den Kanal abonniert habt. Ein Like da lassen, vielleicht ein paar Kommentare. Irgendwelche Fragen zu dem Turnier können wir gerne beantworten. Und ansonsten, wir beide sehen euch sehr, sehr bald. Tschüss Leute.